herzlich willkommen zu Tag 1 unseres Day 1 unseres Orlando-Urlaubes, so nennen wir ihn jetzt mal. Wir haben jetzt 9 Uhr, wir haben wir sind um halb 12 ungefähr ins Bett gegangen, Ortszeit, und haben tatsächlich so bis 8 Uhr geschlafen. Haben jetzt 9, haben uns frisch gemacht, haben geduscht, Zimmer ein bisschen klar Schiff gemacht und wollten heute eigentlich ins Volcano Bay, aber das Wetter ist warm, aber so mittelmäßig von den Wolken her, und jetzt haben wir entschieden, wir gehen jetzt erstmal durchs Hotel und werden dann in den Park hineinschnuppern und dann irgendwo was einkaufen gehen und heute Abend dann nochmal in den Park und morgen ins Volcano Bay fahren. So ist jetzt unser Plan. Und ja, wie gesagt, wir haben gut geschlafen, von dem her denken wir jetzt nicht, dass wir irgendwie wegen der Zeitverschiebung irgendwie Probleme bekommen, weil heute Abend gehen wir dann wieder müde ins Bett und dann war es das. Und wie versprochen mache ich jetzt hier eine Roomtour noch. Gibt jetzt ja nicht so viel hier, jetzt ein Zimmer, aber halt ganz schön. Hier ist der Eingangsbereich mit einem großen Spiegel. Dann haben wir hier das Badezimmer. Wir haben eine ebenerdige Dusche. Alles vollkommen ausreichend, da Ablageflächen. Da ist Miriam. Und ja, hier haben wir 2 Queen-Size-Betten, von denen wir aber nur eins nutzen. Einen anderen als Kofferablage. Wir sind so Menschen, die leben immer aus dem Koffer. Und ja, Fernseher, Schreibtisch mit einigen Ablageflächen, einer Kaffeemaschine, die wir glaube ich niemals nutzen werden, weil wir keinen Kaffee trinken. Ein Kühlschrank, klein, aber vollkommen ausreichend. Ja, Bett war echt bequem, wir haben gut drin geschlafen und werden so die nächsten Nächte tun. Was wir auch empfehlen können, wir haben die Vlogs von Moni Maus gesehen. Und Moni Maus war in Orlando und hat empfohlen, Brita-Flaschen zu kaufen, um an den ganzen Stellen gefiltertes Wasser, damit das nicht nach Chlor schmeckt, sich kostenlos zu nehmen. Und die haben wir dann mal gekauft und haben das gestern ausprobiert. Das ist echt bemerkenswert, es schmeckt überhaupt nicht nach Chlor, kann man super benutzen und ist eine super Anschaffung. Vielen Dank an Moni Maus, und können wir weiterhin allen auch nur empfehlen, die hier hinkommen. Das ist auf jeden Fall eine günstige Alternative zu den ganzen Getränken und nochmal nicht nur süße Sachen zu trinken. Von dem her war das eine super Anschaffung. So, wir gehen jetzt einmal durchs Hotel durch, werden da natürlich auch ein bisschen filmen und wollen uns wahrscheinlich so ein Resort-Markt kaufen, wo man dann auch wie in Disney Unlimited Refills hat. Und ja, wir sind gespannt auf unseren ersten Tag. Ist lecker am Essen? Belgische Müsli-Riegel. Ja. So, das ganze Gebäude hat 14 Etagen. Wir sind im 9. Stock. Hier haben wir noch mal einen schönen Ausblick auf Orlando. Und hier ist die Tiefgarage, die Parking Garage, wo wir gar nicht gesehen haben. Wie kommt man da drauf? Auf den oberen Bereich. Ja, also weit sind wir nicht gefahren gestern. Ne? Ja. Ist ja wurscht. Ja, ein schöner Turm, weiß nicht, ist glaube ich auch ein Hotel. Ja, uns ist jetzt gerade aufgefallen, dass wir haben die Vlogging-Kamera von Sony. Ich glaube ZV1 heißt die, glaube ich.
Und wenn man eine Sonnenbrille anhat mit polarisierendem Effekt, dann kann man auf dem Display tatsächlich nichts mehr sehen. Und das ist ziemlich blöd. Haben wir jetzt gerade festgestellt. Miriam hat eine normale Sonnenbrille, die sieht alles. Ich mit meiner Sonnenbrille sehe schwarz. Da habe ich schon gedacht, der Bildschirm wäre aus. Schon wieder mit der Miriam geschimpft. Was hat sie denn schon wieder eingestellt? Aber hatte gar nichts eingestellt. Ja, das ist jetzt doof, aber das werden wir überleben. So, ein bisschen Sonne kommt raus, es ist total schön warm. Da drüben ist ein IHOP, da werden wir auch mal frühstücken gehen. IHOP. Ich finde das übrigens sehr ungewohnt. Man muss hier wirklich nirgendwo Maske tragen und ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, meine Maske aufzusetzen. Das ist sehr ungewohnt. Macht das. Also ich habe nicht das Bedürfnis. Ich finde das sehr, sehr schön, dass man das nicht mehr muss hier. Ich fühle mich jetzt aber auch nicht deswegen unsicherer oder gefährdet. Also ich finde das sehr, sehr angenehm. Nur only in transportation muss man das hier noch machen. Aber das soll, glaube ich, auch am 17. April hier abgeschafft werden. Und das ist halt auch genau die Zeit, die wir noch hier sind. Also werden wir das wahrscheinlich auch noch erleben, wenn die das nicht nach hinten schieben. Da hinten haben wir einen Walgreens, so eine Art Drogerie, Supermarkt. Also hier ist vieles fußläufig zu erreichen. Und da hinten haben wir unseren Mietwagen geparkt. Wir hoffen, dass er noch da steht. Ja, ich sehe ihn. Gestern schon erwähnt, ein grauer Tucson. Fährt sich ganz schön. Ist jetzt nichts mega Besonderes, aber ein absolut gutes, solides Auto. Und da wir zu Hause selber einen Hyundai fahren, den iX35, kennen wir uns damit blendend aus. So, und das ist hier die Poolanlage. Eingerahmt vom Gebäude. Zweckmäßig und schön. Wir haben da so einen kleinen Sandbereich. Toiletten, kostenlose Handtücher. Eine Bar, die jetzt natürlich um die Uhrzeit noch nicht auf hat. Aber alles sehr schön. Da gibt es die Coke Freestyle Maschinen. Kann man hier machen. Okay, hier kann man dann QR-Code scannen und dann kann man sich bedienen lassen. Dann kann man ordern, wenn man was zu trinken oder was zu essen haben möchte. Sehr praktisch, sondern nicht mal mehr von der Liege aufstehen. Das ist auch wieder so typisch amerikanisch. Bloß nicht zu viel bewegen. So, hier haben wir so eine Kinder-Splash-Area, so eine Mini. Da haben wir den Sandbereich von der Miriam gerade erwähnt. Eine Tischtennisplatte. Ja, wie gesagt, zweckmäßig und schön. Ich denke, gerade hier am Abend kann man hier ganz prima nochmal eine Stunde im Pool springen. Das ist der Eincheck- und Eingangsbereich. Da hat jemand seinen Schuh verloren. Oder weggeschmissen. Ja, hier haben wir gestern den Check-in gemacht. Hier gibt es das Pier-Restaurant, da kann man dann was essen. Gibt es den Universal-Laden und ja, alles natürlich ganz neu und sieht noch alles sehr, sehr gut aus, aber gerade Universal und Disney sorgen ja dafür, dass das auch alles in diesem Zustand bleibt. Ja, dann gehen wir mal rein.
Da ist ein Starbucks, man sieht, es ist sehr voll. Da ist einer im BVB-Trikot. Oh. Da ist jemand, der ist umgefallen, liegt da. Hier ist eine Bar, die ist aber erst abends geöffnet. Mit verschiedenen Biersorten. Ich habe jetzt nicht mit gerechnet, dass das so ist. Nee. Das ist anders, als wir vermutet hatten. Also hier bezahlt man maximal 4 Tage und für jeden Tag dann nochmal $3. Ja, wir stehen hier, glaube ich, im Weg. Ja. Muss man sich jetzt nochmal wirklich überlegen, ob man das dann macht. Ne? Ja, wir haben halt den Dritter. Trinken halt viele Menschen, trinken gerne Kaffee. So, und das ist unser erster Besuch in einem Universal-Laden in diesem Jahr. Lova. Kein Magnet. Das ist halt die Frage, ob wir uns nicht sowas aufkaufen für unsere Tickets, ne? Weil unsere Tickets haben genau die Größe dann nachher. Ne? Reicht ja einer, ne? Ja, wie reicht ja einer? Mehr brauchen wir 2. Jeder hat doch ein Ticket, oder nicht? Hier sind Duftkerzen. Ja, die auch hier nach Polynesian Resort und Pirates of the Caribbean, Tiki Room, also auch die Disney World Düfte. Das riecht sogar schön dezent. Ja. Und der größte Bereich wird natürlich wieder Harry Potter gewidmet. Das ist der Collectible Magic Wand, der Zauberstab. Guck mal, es gibt den Trimagischen Pokal. Das ist klein, ne? Einen Einkauf getätigt. Die Resort-Magneten, die wollte Miriam unbedingt haben für den Kühlschrank. Ja, ich bin ein Kühlschrank-Magnetensammler. Und ein Lanyard-Pouch für die ausgedruckte Karte. Ich werde die Karte in meinem Handy wahrscheinlich nutzen. Wir werden aber einfach beide reinpacken. Je nachdem, wie das halt geladen wird. Ja, wir haben halt beides. Wir haben in digitaler Form und in Papierform. Aber in Papierform, wenn es da mal regnet oder so, kann halt ja schnell kaputt gehen. Und dementsprechend haben wir das jetzt einfach mal gekauft. Beides zusammen $21,30. Was? Ja, ja. Jetzt der weitere Plan.
Wir fahren jetzt in einen der beiden Universal Parks, je nachdem welcher Bus kommt. Das Glück entscheidet. Obwohl es eigentlich egal ist, weil wir glaube ich an der gleichen Stelle ankommen, aber ja. Genau, da wir nicht selber entscheiden konnten, Genau. wo wir jetzt unbedingt rein wollen, entscheidet jetzt der Bus, das erste, was oben angezeigt wird. Genau. Da werden wir hineingehen. Ja, und dann werden wir ein bisschen im Park rumschlawenzeln. Mal gucken, wie voll es ist und dann gehen wir mittags dann ein bisschen shoppen und was essen, denke ich. Und ja, abends dann nochmal im Park. Denn möchte ja unbedingt den Velocicoaster fahren heute Abend. Yay! Oh ja. Yay. Ja, Miri. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Ja, wir sind jetzt durch den Sicherheitscheck bei Universal. Da muss ja nochmal. Da ist ja keine Officer wie bei Disney, sondern ja, die am Flughafen her. Ja. Und ja, jetzt gehen wir in Island of Adventure. Hat der Bus uns vorher gesagt. Und sind gespannt. Da geht's lang. Ein bisschen. Ach, das sind die Mardi Gras. Das ist so angenehmes Wetter hier, das ist unglaublich. Ja, So schön. es ist wie eine leichte warme Decke, die sich um den Körper schmiegt. Das ist eine Minigolfanlage. Invaders from Planet Putt. Und zu Hause habe ich schon mitgekriegt, dass hier der Universal Willkommensschriftzug entfernt wurde. Keiner weiß, warum ist der weg, wird er renoviert, wird er ausgetauscht. Auf jeden Fall da oben, ja. Siehst du die Punkte, ja. Der Willkommensschriftzug. Der war plötzlich weg. So, hier ist ein Kino. Da überlegen wir auch noch, vielleicht auch noch mal ins Kino zu gehen. Aber dafür muss der Film auch stimmen. Also wird entweder Morbius, wo wir jetzt nicht so überzeugt von sind, oder Fantastische Tierwesen 3, wo wir auch nicht so von überzeugt sind. Von dem her ist schwierig. Heute ist Samstag, heute ist dementsprechend voll. Aber wie schon tausendmal erwähnt, wir sind da ganz entspannt und werden einfach gucken, was passiert. Und freuen uns jetzt einfach gleich im Park zu sein. Nach 2,5 Jahren. Ja. Und ihr riecht schon lecker. Ach, sehr schön. Wir sind zufrieden. Und Miri freut sich, wir sind jetzt drin. Das ging auch mit den Tickets ganz problemlos. Sie wurden einmal gescannt, dann Finger. Also auf den Miriam ist ein bisschen emotional, was aber nie an dem Park liegt, sondern einfach an der Situation, dass wir endlich wieder hier sind und Urlaub machen können und keine Maske tragen müssen und einfach Spaß haben. Ja, wie man hier sieht, auch keinerlei Maskenpflicht mehr. Das ist halt optional und für diejenigen, die halt komplett geimpft sind. Aber es wird halt nirgendwo überprüft, ob jemand geimpft ist oder nicht. Also von dem her ist hier für jeden frei und ja, das ist wie das ist. So, dann werden wir mal weitergehen und mal schauen, was der Park so bietet. So, Miriam, wo waren wir jetzt gerade drauf? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Harry Im Potter and the Hogwarts-Schloss. Forbidden Journey. Ja. Und, Ja. hat dir gefallen? Ja, es war super. Und ich finde, man sollte auf keinen Fall die Warteschlange skippen, weil die Warteschlange ist eigentlich noch viel cooler als der Ride. Wenn man Harry Potter Fan ist zumindest. It's a train. So,
Und jetzt, also Wartezeit war 35 Minuten, deswegen haben wir uns da mal angestellt. Ich glaube, wir haben nicht mal so lange gewartet. Nee, vielleicht eine halbe Stunde maximal. Wenn ich bedenke, beim ersten Mal war ich hier 120 Minuten bestimmt gewartet. Direkt nach Parköffnung. Na gut, ist jetzt auch schon ein bisschen älter und die haben jetzt hier andere weitere gute Attraktionen. So, Miriam. Wo sind wir hier? Wenn du den Namen mir sagen kannst. Im Zoosland, in dem Café, ich weiß nicht, wie das heißt. Irgendwas mit McGurk's Circus Café. Ja. Die haben gerade Mobile Order ausprobiert. Hat auch total problemlos geklappt. Miriam hatte einen Chicken Burger mit Pommes. Und ich hatte ein Bacon Cheeseburger ohne Bacon. Aber ich hatte so einen Hunger, da wollte ich mich jetzt nicht nochmal reklamieren. Ja, insgesamt war okay, aber hier muss man nicht nochmal essen gehen. Die Pommes sind recht labberig. Das Essen war lauwarm. Der Burger an sich war lecker, fand ich, aber der war halt nicht warm. Ja, und ja, wir haben ja noch hier den Coke Freestyle Becher Souvenir Cup geholt. Der kostet jetzt ohne Steuern 18,99 und da hat man dann so viele Refills pro Tag, wie man möchte. Und man kann ihn dann immer wieder reaktivieren für $10 ungefähr. Das macht Sinn, das haben wir gemacht. Wir haben jetzt schon, glaube ich, die 3. Füllung drin. 4. Nee, 3. Dann sag mir die 4. Wir haben angefangen mit Fuse Tea mit Lemonade. So, dann hatten wir Vitamin Water mit Strawberry Lemonade mit Citrus. Strawberry Citrus. Jetzt haben wir Cola und was war das 4.? Dann war es wohl nur 3. In deiner Fantasie. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Also wenn man den ganzen Tag hier ist oder so wie Eine Flasche Cola kostet hier $4,60 oder so. Also $5 mit Check wahrscheinlich. Ja, also bei 4 Getränken hast du den Cup schon raus und mit den Free Refills dann, also mit den Wiederaktivieren bei schon nach 2 Getränken. Das lohnt und wenn man länger hier ist, ist das auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ja. Und einer reicht vollkommen für 2 Leute. Ja, eine schöne Größe, da passt viel rein und die kann man auch in die Locker, in die Schließfächer packen. Genau, wichtig, die passen in die kleinen Schließfächer. Das einzige Blöde ist, die haben keinen Henkel. Ja, das stimmt. Die muss die ganze Zeit tragen oder im Rucksack packen, den wir jetzt nicht dabei haben. Ja, aber das können wir verschmerzen. So, wir werden dann jetzt gleich, glaube ich, mal in die andere Richtung gehen, Richtung Marvel Island, Marvel Hero Island und Kong und so. Ja. Und wenn wir dann da durch sind, werden wir dann mal was einkaufen gehen. Lebensmittel und dann mal gucken. Sugar Cookies. Sugar Cookies. Ja. Möglich. So, jetzt das Zoos Landing. Da ist dann irgendwie Party. Ding 1 und Ding 2. Der Grinch. Der Bürgermeister. Genau, der Bürgermeister. Den habe ich ganz gesehen. Ja, wir gehen jetzt. Wo gehen wir jetzt lang? Hier wollen wir essen. The Circus McGurk's Café. Sehr süß gemacht, das Land, finde ich. Da ist vom Lorax das Haus, wo der Erfinder drin wohnt, der die ganzen Bäume abholzt.
für einen Samstag sehr leer, das ist sehr angenehm. Der große Hut, Cat in the Hat. Die Attraktion sind wir auch schon gefahren. Jetzt aber nur noch 5 Minuten Wartezeit. Ja, das war 5 Minuten. Wir haben ganze 15 gewartet. Ich glaube auch, viele Attraktionen hier im Susland sind sehr unterschätzt, weil die meisten das gar nicht kennen. Oder in Amerika wahrscheinlich noch eher als... Amerika ist sehr bekannt. Ist total süß gemacht hier, sind überall so kleine Gimmicks mit Pflänzchen. Guck mal, wie süß das ist. Dennis inne. Blümchen. Jetzt werde ich wieder geflamed von Danny, weil ich hin und her laufe. Was ist das? Ich glaube, das ist so eine kleine Wasserspielplatz. Ne? Das ist einfach nur so ein Spielplatz ohne Wasser. Dennis ist wieder am Handy. Das ist ja furchtbar. Ja, aber ich habe leider nie E-Mail von Universal bekommen. So, wir waren jetzt gerade auf Spider-Man. 35 Minuten Wartezeit. Und laufen jetzt einfach noch ein bisschen hier rum mit den Toon Lagoon. So ein Bluetooth. Ein Papaya. Das ist ein Papaya. Ja, da waren schon einige drauf, wie man sieht. Da wird man nämlich bekanntlich sehr, sehr nass. Dudley Do's Ripside Falls, frisch renoviert und auch sehr nass. Let's go to the stadium thing. So, wir sind jetzt raus
raus aus dem Park. Wir haben jetzt 2:15 und haben 3 Rides gefahren, haben 5-mal unseren Cup aufgeladen. Und ja, Wartezeiten waren echt human. Hagrid jetzt wirklich 50 Minuten. Aber wir gehen jetzt davon aus, dass heute Samstag ist und für die Verhältnisse relativ voll, dass vielleicht Montag, Dienstag die Zeiten halt noch geringer sind bei verschiedenen Attraktionen. War jetzt alles wirklich sehr, sehr human. Dann wollten wir eigentlich mit dem Hogwarts Express rüberfahren und dann raus aus Universal Studios, aber Hagrid 50 Minuten und der Hogwarts Express 45 Minuten. Das haben wir dann gelassen. Ja, wir gehen jetzt aufs Zimmer, ruhen uns da kurz aus und gehen dann einkaufen. Walmart, Target, mal gucken. Und ja, und dann heute Abend ist unser Plan, wieder hier hinzukommen. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir sind ja, wenn der Tag heute vorbei ist, nur 8 volle Tage hier. Da denke ich, werden wir noch eine ganze Menge sehen und erleben. Und deswegen sind wir auch sehr entspannt. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Es ist das erste Mal, dass wir hier in Universal sind und nicht denken müssen, oh, haben wir was verpasst, sondern ne, wir nehmen alles mit und wir müssen nicht alles in 1 oder 2 Tage pressen. Das ist echt ganz schön. War aber ja auch unser Plan B. Unser Plan A war ja 3 Wochen Disney, aber dann hätten man die Tickets nochmal für eine Woche extra kaufen müssen, weil wir keine 3 Wochen verkauft haben. Und das wäre dann alles so teuer geworden. Und jetzt hier bei Attraction Tickets konnte man ganz gut hier verweilen. Wir bezahlen jetzt für 10 Nächte in dem Endless Summer Resort mit Karten, 3 Parks, Park to Park. Bezahlen wir jetzt, glaube ich, 1.800 €. Oh, und da kann man ganz gut mit leben. Ja. So, wie man sieht, ist immer noch sehr bewölkt, aber ist für den ersten Tag gar nicht so schlecht. Und wir... Ja, absolut. Da ist ein Baum, da sind Hunderte von Mardi Gras Ketten, die man dann bei der Parade zugeschmissen bekommt. Ja, von den Besuchern reingeschmissen, da auch bei dem Baum. Und bei dem auch. Ja, ganz witzig aus, aber dem Baum gefällt es nicht, sagt die Miriam. Das sieht man an dem Blattverlust. Oder in dem Buch da gemeint. So, hier mit diesem Video beenden wir dann den Vlog von gestern, also jetzt, den man jetzt sieht. Weil wir gestern war das Wetter so schlecht, es hat nur geregnet, es war kalt und windig, wir waren dann noch im Walmart. Haben dann da noch Cola und Fanta Pineapple und die Frosted Cookies, die hier so begehrt sind, und diverse Kleinigkeiten halt gekauft. Kam fast nie aus dem Auto, weil es so geregnet hat. Wir waren dann noch
Ja, dann nur noch hier im Restaurant, im Hotel haben wir noch was zu essen geholt. Das jetzt auch nicht wirklich gut war, muss man sagen. Also das werden wir nicht mehr holen. Ja, und dann lagen wir hier im Bett und konnten eigentlich nichts machen. Haben ein bisschen Fernsehen geguckt und sind dann um 8:30 sind wir dann eingeschlafen. Und ja, und dementsprechend haben wir dann den Vlog gar nicht beendet, was uns total leid tut. Aber das machen wir dann jetzt hiermit. Wie gesagt, es ist nichts mehr Aufregendes passiert, also dass wir geschlafen haben und das uns ganz gut getan hat. Aber heute ist das Wetter schon besser und da werden wir dann an Tag 2 berichten. Bis dann!